Hallo, grüß dich Irene, servus. Hallo Gregor. Ähm, Schön, dass wir kurz darüber plaudern, wie du und wie ihr mit der aktuellen Corona-Situation umgeht. Ich habe ein paar Fragen für dich vorbereitet und würde dich zuerst bitten, kannst du dich kurz vorstellen, wer du Ja, bist und was du machst? genau, ich bin Irene Beer von der Young Caritas Deutschland. Wir sind die Zentrale in Freiburg und genau, ein Viererteam. Ja. Mhm. Gut, danke. Du, dann wäre meine erste Frage, wie arbeitest du gerade? Wie arbeitet ihr gerade? Seid ihr im Homeoffice? Seid ihr im Büro? Wie schaut bei euch die Arbeitsrealität aus? Und dann darauf folgend, ab wann seid ihr in der Situation, in der ihr jetzt gerade seid? Mhm. Ja, wir sind seit 8 Wochen, bin ich im Homeoffice und das war ganz spannend, weil wir kurz vorher noch ein Akteure-Treffen in Brüssel hatten. Das war irgendwie Anfang März und da gab es quasi schon so ein bisschen die Vorzeichen, dass es jetzt quasi eine Krise geben könnte, aber es war quasi noch Mhm. so ein bisschen, und das war irgendwie ganz spannend. Also, dass wir quasi kurz vorher noch auf Reisen waren und dann schlagartig im Homeoffice, das war irgendwie ein bisschen seltsam. Bei uns gab es sofort einen Run auf alle Laptops. Das heißt, es gab quasi diejenigen, die schon Laptops hatten, waren dann im Homeoffice, nämlich die Referentinnen und Referenten. Und die Verwaltungskräfte waren noch im Büro, weil die eben keine Rechner hatten. Also das war so eine ganz spannende Situation. Aber jetzt waren eigentlich fast alle dann im Homeoffice. So langsam geht es bei uns jetzt wieder los, dass quasi Mhm. Einzelne wieder mehr ins Büro gehen. Aber bis jetzt Mhm. gibt es noch kein Signal, dass wir jetzt nicht weiter im Homeoffice arbeiten sollen. Mhm. Gut, das heißt, bei euch in Deutschland, Süddeutschland ist derzeit die Situation voll auf Lockern und wieder zurück zur Normalität oder wo steht sie gerade? Ja, genau. Also das geht jetzt so Schritt für Schritt. Es gibt lauter Pläne, wann das Restaurant aufmacht und was weiß ich, was jetzt alles für neue Dienste genutzt werden Mhm. können. Es gibt eine relativ große Gruppe an so Skeptikern oder wie auch immer man die nennen will, also von Menschen, die quasi das alles übertrieben halten mit den ganzen Corona-Vorkehrungen. Die demonstrieren gerade und die üben da gewaltig Druck aus. Das heißt, es wird jetzt gelockert, während es aber auch relativ viele Leute gibt, denen das eher zu schnell geht. Also die sagen, oh Leute, wir waren eigentlich auf einem guten Weg Mhm. und das alles, was wir uns da erarbeitet haben, verspielen wir jetzt quasi, indem jetzt wieder jeder so tut, als ob es vorbei wäre. Also Mhm. da gibt es Mhm. gerade so eine gewisse Spaltung und ja. Genau, Mhm. es gibt auch Menschen, die rechnen damit, dass das von kurzer Dauer sein könnte, die Freude, und da zähle ich auch dazu. Also das wird quasi, die Zahlen werden wieder steigen und da muss man mal gucken, wie es dann weitergeht. Was waren für dich und für deine Kolleginnen und für euch, was waren die größten Herausforderungen in dieser Corona-Zeit? Also ich kann mich an den Anfang noch gut erinnern, dass das so ein Informations-Overkill war. Also dass man irgendwie versucht hat, Mhm. rauszufinden, okay, was ist jetzt überhaupt los? Ist es jetzt, wie relevant ist das? Und auch sich selber zu organisieren, fand ich. Also wie läuft jetzt mein Alltag ab? Wie tauschen wir uns aus? Das war echt erstmal relativ spannend. Ja, und also die Frage mit den Sachen, die wir geplant haben, die jetzt nicht stattfinden konnten, da zu gucken, was ist jetzt eigentlich gerade wichtig. Und das hat sich dann Mhm. relativ schnell ergeben, also dass wir dann quasi angefangen haben, Videokonferenzen zu machen und uns auszutauschen. Videokonferenzen mit 25 Leuten. Inzwischen finde ich, ist das ganz normal, aber am Anfang war wirklich so, geht es überhaupt und macht es irgendwie Mhm. Sinn? Also das sind schon auch gemeisterte Herausforderungen. Ich habe jetzt ganz viele Webinare zum Thema, wie macht man eine gute Videokonferenz angeguckt und so. Langsam wird es, ich finde es spannend, dass jetzt langsam auch Routine wird. Also was am Anfang Mhm. herausfordernd war, ist jetzt irgendwie Alltag. Was war dein Arbeits- oder dein Highlight? Also was war Schöne in dieser Zeit? Also tatsächlich, es war immer so die Rede davon, dass man jetzt ganz viel Zeit hat. Das hatte ich irgendwie nicht den Eindruck, sondern ich hatte eher mehr zu tun. Aber tatsächlich habe ich dann konsequenter mich dran gehalten, spazieren zu gehen. Und das ist wirklich was richtig Cooles. Und ich habe jetzt mir quasi angewöhnt, zum Homeoffice zu laufen. Das heißt, ich gehe jeden Morgen kurz raus und mache ein Foto und abends dann auch. Und das ist wirklich so was, was so eine Struktur gibt. Das finde ich echt cool. Also Mhm. mal gucken, ob ich das retten kann. Aber also ich bin mehr draußen als vorher. Das ist sehr cool.
was hättest du gut verzichten können, liebe Irene? Welche Erfahrungen wären dir lieber erspart geblieben? Also, ich finde schon auf Social Media die Debatte gerade anstrengend. Also ich habe relativ viele in meiner Freundesliste, die irgendwie in einem Fort irgendwelches Zeug posten und irgendwie quasi die Demokratie ist abgeschafft und es gibt jetzt irgendwie wir leben in einer Diktatur und so. Und da hätte ich drauf verzichten können. Also ich habe so den Eindruck, das ist gerade echt sowas, es erinnert mich auch an 2015, also wo das dann irgendwie so die Gesellschaft so aufeinander prallt. Und das, da hätte ich echt gut drauf verzichten können. Das ist für euch als Jan Caritas die Chance. Also habt ihr die aktuelle Situation auch als Chance nutzen können? Und wenn ja, wie? Ja, also wir treffen uns inzwischen echt alle 1-2 Wochen zu einer Videokonferenz und man fragt sich, warum haben wir das eigentlich vorher nicht gemacht? Da sind Leute dabei, die konnten quasi bisher noch nie, ja, also die konnten bisher noch nie zu einem Treffen kommen, weil das einfach immer zu zeitaufwendig war und die können da jetzt auf einmal dran teilnehmen. Wir können Sachen kurzfristig abstimmen, also können, wenn wir eine Idee haben, sagen, naja, komm, lass nächste Woche drüber reden. Und das ist also mega toll. Also genau. Also das war hilfreich. Also wenn es da ist Corona echt nochmal so ein Digitalisierungsschub und aber auch so ein Motivationsschub. Einfach sich auch mehr abzustimmen und mehr auszutauschen. Ja, es haben sich neue Projekte ergeben. Also zum Beispiel gibt es jetzt Geschichten mit Briefe schreiben für Seniorinnen. Das gibt es an vielen Orten. Also an 25 Orten kann man das jetzt machen. Und wir kriegen jetzt auch Anfragen von Leuten, die einfach so sich engagieren wollen und gar nicht direkt Kontakt schon zu einer Young Caritas haben. Und das ist für uns was Neues. Also dass irgendwie einfach so viele Leute sagen, ich möchte mich gern engagieren, ich habe Bock, was zu machen. Und das ist eine große Chance für uns. Da müssen wir jetzt gucken, wie wir damit umgehen. Aber also es ist schon ein Zeichen von mehr Solidarität, finde ich. Und das ist was Tolles und da können wir sicherlich auch davon profitieren. Wie wird sich eure Gesellschaft durch Corona verändern, glaubst du? Ja, das ist eine spannende Frage. Ich dachte, glaube ich, am Anfang echt auch, diese Erfahrung, wenn jetzt alle mal zu Hause sind und sich gesünder ernähren und weniger reisen und so, das muss doch so sein, dass wir dann daraus Schlussfolgerungen ziehen und das auch zum Beispiel für den Klimaschutz einzahlt. Also dass klar ist, wir können unser Verhalten ändern, das ist möglich. Und so die letzten 1-2 Wochen werde ich da skeptischer, weil natürlich auf vieles quasi, man musste auf vieles verzichten und jetzt geht es wieder und man ist jetzt quasi, viele sind so, war jetzt eine tolle Erfahrung, aber ich will schon gern auch wieder reisen oder ich will schon gern auch wieder all die Dinge tun, die quasi nicht so wahnsinnig ökologisch sind. Von daher, ob wir jetzt quasi richtig was draus lernen, in dem Sinne, dass es quasi Klimaschutz, klimafreundlicher wird, bin ich nicht so sicher. Was ich glaube, die Geschichte mit der Digitalisierung, die wird bleiben. Also das ist was wir, da kriegen wir einen deutlichen Schub und da kommen wir nicht mehr an den Punkt zurück von vorher, sondern wir bleiben weiterhin viel mehr online in Kontakt. Wir suchen neue Formen der Zusammenarbeit. Das ist spannend, finde ich. Das sehe ich auch so. Darf ich kurz, ich habe gerade vorgestern, in Österreich hat es eine Jugendwertestudie gegeben, was 1000 Jugendliche befragt worden sind, wie gehen sie um mit dieser Zeit und so. Und da war auf jeden Fall so, der hedonistische Aspekt steigt jetzt. Also ich will jetzt Party machen, tun. Und das ist alles irgendwie mit Konsum verknüpft. Sprich, ja. Einerseits das und andererseits viel Angst auch. Und konkrete Jobverluste etc. Angst etc. Ja. Jobverluste und sowas bei jungen Leuten. Also ich glaube, da werden wir einiges zu tun haben. Aber wie werdet ihr dieses Jahr erinnern? Nicht dieses Jahr, sagen wir diese spezielle Phase hier, wer weiß, wie lange sie dauert. Ja, ich glaube, dass die noch eine Weile dauert, von dem her okay. Glaube ich schon so aufs ganze Jahr hin. Also ich glaube, dass das relativ schnell wieder vergessen ist. Also dass diese Phase, man ist jetzt zu Hause, relativ schnell wieder vergessen ist. Ich glaube, dass bei dem Thema Rolle Männer, Frauen und Familie,
ich glaube, das wird was sein, wo man sagte, damals hat die Diskussion angefangen und da war klar, das hat nochmal einen neuen Drive gekriegt. Also ich glaube, daran wird man sich erinnern, dass das quasi die Phase war, wo nochmal so Familienfragen quasi krasser diskutiert wurden. Ich glaube an die Spaziergänge aber echt auch. Also bei uns darf man jetzt zu zweit spazieren gehen und ich gehe neuerdings mit Leuten hier im Wald spazieren, die, glaube ich, sonst nie spazieren gehen. Vielleicht erinnert man sich an Spaziergänge. Und an doch mal, wenn man dann mit 2 Meter Abstand ein Bier in der Abendsonne trinkt oder so, das sind echt so die kleinen Freuden. Ja, genau. Schön. Du, Irene, gibt es etwas, das du uns allen mitgeben kannst, dass du für dich in dieser Zeit, etwas Schönes, das du für dich neu oder besonders entdeckt hast? Also ich habe tatsächlich wieder mehr gelesen. Abgesehen vom Spazierengehen. Ja, abgesehen vom Spazierengehen, genau. Aber ich habe tatsächlich wieder angefangen, mehr zu lesen und habe da echt so ein paar ganz spannende Sachen gelesen. Und ich habe zum Beispiel das Buch, die Familie von Greta Thunberg hat ja quasi ein Buch geschrieben, eigentlich über die Zeit, bevor Greta Thunberg auf die Straße ging, also wie sich das alles entwickelt hat. Und das fand ich mega spannend. Also wer Lust hat, das zu lesen, da geht es gar nicht so sehr jetzt um Greta heute, sondern eher so, wie hat sich das alles entwickelt und fand ich einen spannenden Einblick in eine spannende Familie. Also das für den Hintergrund finde ich auch ganz gut zu sehen. Cool. Wie schreibt man als Familie ein Buch? Ich glaube, die Mutter hat es hauptsächlich geschrieben und die anderen durften aber mitschreiben. Und wurden immer wieder gefragt. Also in dem Buch wurde immer wieder beschrieben, dass dann die quasi den Zwischenstand reflektiert haben. Und dann haben die Töchter gesagt, das muss noch mehr rein, das muss noch mehr rein und haben einzelne Teile beigesteuert. Liebe Irene, ich wäre am Ende meiner Fragen angekommen. Jawohl. Danke dir für den netten Interviewplausch in diesem Format. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Hoffe ich auch. Ja, schöne danke Grüße, dir. Mach's gut, danke. Tschüss, bye Irene, bye.